Ach komm, Papa, jetzt vergiss einmal deinen Stolz. Elisabeth kann jede Unterstützung gebrauchen. Elisabeth von Blattstein? Was ist mit meinem Mann? Was haben Sie gesagt? Die Blackbox wurde ausgewertet. Und? Ein Triebwerk hat wohl Feuer gefangen. Sie sind nicht auf dem Wassernot gelandet? Man hat das ganze Gebiet abgesucht mit Schiffen und Hubschraubern. Und jetzt? Man hält es nicht mehr für sinnvoll, nach Überlebenden zu suchen. Nein. Nein. Nein, das geht nicht. Ich rufe jetzt gleich Carla in Glasgow an. Man soll weitersuchen, bis man Johannes gefunden hat. Das ist alles so furchtbar. Diese Ungewissheit, was mit meinem Vater ist. Insbesondere meine Stiefmutter nimmt das alles ganz schrecklich mit. Ich möchte Ihnen mein tiefstes Mitgefühl aussprechen, Graf Landstein. Wobei wir natürlich alle auf einen glücklichen Ausgang hoffen. Dennoch, Dr. Hochstetter, müssen wir den Tatsachen ins Auge blicken. Danke. Wenn der schlimmste Fall eintreten sollte, käme ich natürlich nicht umhin, mich der Verantwortung zu stellen. Natürlich, Graf Landstein. Was wäre denn zu tun, damit das Testament eröffnet werden könnte? Ich bewundere außerordentlich, dass Sie diese schwere Bürde auf sich nehmen wollen. Ja, ich bin der Erstgeborene. Für eine Testamentseröffnung muss der Totenschein vorliegen. Außerdem sollten alle Angehörigen anwesend sein. Ja, natürlich. Ja, danke, Dr. Hochstetter. Falls Sie noch irgendwelche Fragen haben, ich stehe Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. Graf Landstein? Ja, und grüßen Sie doch bitte Ihre Familie, Ihre Frau und Ihren Sohn Rüdiger. Stimmt, Sie kennen Rüdiger ja von früher. Ja, es ist eigentlich wirklich schade, dass wir uns so aus den Augen verloren haben. Ach, wann ist der Junge mal in Düsseldorf? Ja, gibt es überhaupt noch ein Land auf der Welt, das er nicht kennt? Asien hat es ihm besonders angetan. Zurzeit weilt er in Thailand auf den Spuren des Buddhismus. Vielleicht sucht er ja die Erleuchtung. Suchen wir die nicht alle? Und manchmal finden wir sie auch. Immer wenn ich nicht tue, was du sagst, bin ich ein sturer Hund. Bist du auch. Und dann läufst du davon. Nein, ich fahre nach Königsbrunn. Papa, so schnell hast du deine Meinung noch nie geändert. Elisabeth braucht meine Hilfe, meine Unterstützung. Bist du zufrieden? Arno, du hast es gerade eilig, ne? So eilig nun auch wieder nicht. Na, seid ihr euch einig? Ja. Nicht wirklich. Ach, Katja, bitte. Verstehe, mein Angebot war zu schlecht. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin dir auch dankbar. Aber? Ja, wir haben das mal durchgerechnet. Das funktioniert so nicht. Ich habe mir den Mund fusselig geredet, aber er ist so ein Sturkopf. Tja, das ist der Gendefekt bei den Brandner-Männern. Mein Angebot steht jedenfalls. Und wenn du deinen Mann überzeugen willst, dann frag Susanne. Die kennt sich aus mit dem Gendefekt bei Brandner-Männern.
Carla, bitte, du darfst noch nicht abreißen. Was? Elisabeth, ich verstehe dich kaum. Hier ist Windstärke 7. Die müssen... Hör mal, die müssen den Suchtrupp noch mal losschicken. Elisabeth, das ist unmöglich. Du kannst dir nicht vorstellen, was hier für ein Wetter Aber ist. die können doch Johannes nicht einfach so aufgeben. Die müssen weitersuchen. Carla? Carla! Sie haben den Piloten im Meer gefunden. Ja, dann werden sie Johannes auch bald finden. Elisabeth, der Pilot, der war nicht mehr am Leben. Aber Johannes lebt. Hannes war auch verschwunden und ist dann wieder aufgetaucht, obwohl niemand mehr damit gerechnet hat. Elisabeth, das kannst du nicht miteinander vergleichen. Carla, bitte, du musst dafür sorgen, dass die Suche weitergeht. Bitte! Sobald es irgendwelche Neuigkeiten gibt, lasse ich Sie wissen. Graf Landstein? Also da. Oh, willkommen. Herr Graf, Von Berneck? der Notar. Konnten Sie ihn schon davon überzeugen, das Testament zu Ihren Gunsten ändern zu lassen? Sagen wir mal so, bisher fehlen mir die schlagenden Argumente. Ach, sagen Sie, was passiert eigentlich, wenn man in Thailand mit Drogen erwischt wird? Marihuana zum Beispiel? Ab 20 Gramm lebenslänglich oder gleich die Todesstrafe. Das liegt im Ermessen des Richters. Tja, da dachte ich immer, die Buddhisten wären so besonders tolerante Menschen. Bei Drogen kann es auch im Buddhismus sehr schnell damit vorbei sein. Na, wer sagt's denn? Hat doch auch diese Religion tatsächlich ihr Gutes. Ich habe gründlich drüber nachgedacht. Und ich weiß, du würdest lieber hierher ziehen. So leicht würde es mir auch nicht fallen, alle Zelte abzubrechen. Aber Flensburg ist nicht gerade der Nabel der Welt. Und hier haben wir uns doch kennengelernt. Jetzt überleg mal, was wir da aufgeben. Das Meer vor der Tür, Sylt um die Ecke. Die Kinder sind dort aufgewachsen, haben dort all ihre Freunde. Darf ich dich dran erinnern? Unser Sohn David jobbt seit Monaten in Australien. Lydia hat gerade ihr Studium in Freiburg beendet. Und ich glaube kaum, dass sie sich groß in Flensburg bewerben wird. In den letzten Jahren war sie sowieso nur in den Semesterferien zu Hause. Und was ist mit Fabian? Solange er bei uns gewohnt hat, hat er jeden Cent beiseite gelegt für seine Designerschule in Tokio. Wenn wir jetzt nach Düsseldorf ziehen, dann müsste er seinen Lebensunterhalt komplett alleine finanzieren. Hast du leider recht. Leider. Aber nach all den Jahren mal wieder eine andere Stadt. Das hätte doch auch was für sich gehabt, oder? Sarah, kannst du bitte ganz schnell nach Königsbrunn kommen? Ist Johannes endlich aufgetaucht? Komm bitte einfach her, ja? Gut, ich beeil mich. Verzeihung. Ich suche die Gräfin. Wir haben die Menüfolge für das Abendessen noch nicht besprochen. Entscheiden Sie das allein. Die Gräfin hat im Moment andere Sorgen. Ja, selbstverständlich, wie Sie meinen. Und? Gibt's irgendwelche Neuigkeiten? Elisabeth hat vorhin einen Anruf vom Auswärtigen Amt bekommen. Und? Jetzt sei nicht traurig. Hm? Bin ich doch gar nicht. Ach, nur ein bisschen. Wenn ich darüber nachdenke, was uns in Flensburg erwartet. Oh. Ach, darüber mach dir keine Gedanken. In Flensburg, da finde ich sofort einen neuen Job. Ach ja? Wo sind denn die anderen? Deine Mutter arbeitet und Arno ist aufs Schloss mit Elisabeth reden. Was, echt? Hätte nicht gedacht, dass er noch mal auf sie zugeht. Fabian hat mir gerade übrigens eine SMS geschrieben. Ach ja? Ja, er hat gesagt, dass er es auch sehr cool fände, wenn es noch mal so ein Familientreffen gäbe. Und er findet es auch sehr schade, dass wir uns alle nur so selten sehen. Dein Opa hat uns angeboten, hier einzuziehen. Ja? Ja, ich habe meinen Job verloren und Arno wollte mir einen Posten in seiner Firma anbieten. Dann mach das doch. Können wir gerne, aber... Nein, in Flensburg haben wir viel zu viele Verpflichtungen. Wäre auch echt der Kracher gewesen. Und Arno hätte sich bestimmt auch riesig gefreut. Weißt du, seit der Trennung von Elisabeth, glaube ich, fühlt er sich oft allein. Ach, bleib doch. Solange Fabian Zivildienst macht, können wir schlecht von zu Hause weg. Aber Zivi-Stellen gibt's auch hier. Das ist nicht nur das. Unser ganzes Leben ist dort. Und Fabian würde seine Freunde verlieren. Und hier neue finden.
Mich brauchst du nicht zu überzeugen. Meine Süße. Lydia, wo steckst du denn? Dreimal darfst du raten. Ja, in Flensburg. Falsch. Ich habe gerade meine Mailbox abgehört und erfahren, dass ihr auch in Düsseldorf seid. Wieso auch? Ich hatte heute Morgen ein Vorstellungsgespräch beim Jugendamt. Und sie wollen mich haben. Ist ja super, gratuliere. Warte mal kurz. Mir kommt da gerade eine Idee. Wen darf ich der Gräfin melden? Brandner. Arno Brandner. Sehr wohl, Herr Brandner. Sie berufen sich wieder einmal auf Gerüchte, Herr Schmidt. Dazu nehme ich doch keine Stellung. Es ist mir egal, was die Leser interessiert. In diesem Fall hat die Presse sich aus unserem Leben rauszuhalten. Impertinenter Schnüffler. Arno? Elisabeth. Ich bin, wenn ich irgendetwas für dich tun kann. Ich weiß ja, was passiert ist und... Wenn du gekommen bist, um mir zu kondolieren, dann muss ich dich leider enttäuschen. Bin ich nicht. Ich wollte dir nur meine Hilfe anbieten. Ja, und nebenbei dich davon überzeugen, dass dein größter Konkurrent tot ist. Elisabeth. Aber Johannes ist nicht tot, er lebt. Und ich bin auf deine Hilfe nicht angewiesen. Ich find's echt gut, dass Arno doch noch zu Elisabeth gefahren ist. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin sicher, dass sie froh ist über seinen Besuch. Schatz, ich lade schon mal das Auto ein. Wir sind doch gerade erst angekommen. Ja, und ich habe gerade meinen Job verloren und sollte mich nach einem neuen umsehen. In Flensburg. Und außerdem kommt unser Besuch, glaube ich, ziemlich unpassend. Überhaupt nicht. Ich habe Katja gerade noch gesagt, dass es für Arno im Moment genau das Richtige ist. Und außerdem hat Katja noch versprochen, für uns zu kochen. Stimmt. Und wir müssen uns noch von Arno verabschieden. Ja, klar. Aber trotzdem kann ich ja jetzt schon das Auto beladen. Überraschung. Mörchen. Die ist für dich, Daddy. Auf Wiedersehen, Herr Brandner. Eher nicht. Ich finde allein raus. Danke. Guten Tag, Herr Brandner. Ja. Hallo zusammen. Die Firma ist pleite? Das ist ja hart. Hart? Das kannst du laut sagen. Arno hat deinem Vater einen Job bei Brandner Bau angeboten. Hier in Düsseldorf? Das wäre ja... Nicht so hart, ich weiß. Aber sag mal, das mit dem Job direkt nach dem Studium ist doch klasse. Klar, und wenn ihr auch hierher zieht, dann wäre es perfekt. Genau. Genau meine Rede. Sag mal, was habt ihr denn plötzlich alle gegen Flensburg? Nichts. Flensburg ist die tollste Stadt der Welt. Aber, Eine kleine Luftveränderung wäre doch nicht schlecht. was sagt dein Bruder dazu? Was Fabian immer sagt, voll krass. Voll krass, typisch. Mama hat recht, sei doch mal ein bisschen spontaner. Sag mal, habt ihr euch vorher irgendwie abgesprochen? Haben wir nicht. Stell dir das nur mal vor. Wir alle wieder in einer Stadt. In Freiburg habe ich mir das immer wieder ausgemalt. Und endlich bietet sich die Gelegenheit. Also, sag einfach ja. Arno hatte vollkommen recht. Ihr neutralisiert unseren Gendefekt. Was können wir denn dafür, wenn wir die besseren Argumente haben? 3:1. Ich gebe auf. Ja, ja. Ich habe ihn erst vor einem Jahr kennengelernt. Und jetzt das. Das darf doch alles gar nicht wahr sein. Elisabeth will auch nicht glauben, dass er tot ist. Als ich Johannes das letzte Mal gesehen habe, da hat er mich rausgeschmissen. Er war nicht mehr böse mit dir. Ich hätte auch gerne noch mal mit ihm geredet. Da war noch so viel ungeklärt.
kenne das Gefühl, als mein Vater gestorben ist. Anscheinend fällt einem immer erst zu spät ein, was man noch alles sagen wollte. Dass es so weit zwischen uns gekommen ist, Leonard. Ich wollte dir sagen, wie sehr ich das bedauere. Ich auch. Komm nach Hause, Leonard. Es stimmt. Ich habe dich nicht genug geliebt. Es stimmt. Ich war dir ein schlechter Vater. Aber ich habe mich doch geändert. Inzwischen liebe ich dich doch genauso wie jedes meiner Kinder. Ich bin hier, weil ich wollte. Ja, Nico und ich haben es doch auch geschafft. Was geschafft? Ein Neuanfang. Wie sollte das gehen? Komm zurück zu uns nach Königsbrunn, Konstantin. Komm nach Hause. Bist du dir sicher, dass du dir da nicht etwas vormachst? Du bist zwar nicht mein biologischer Vater, aber du bleibst mein Vater. Solange ich lebe. Und daran ändert sich schließlich auch nichts. Ich habe da noch etwas für dich. Das ist ja das Lahnstein-Siegel. Ja, den haben wir uns alle Männer in der Familie. Meine Tochter Carla setze ich zur Alleinerbin meines Vermögens ein. Ihre Geschwister Ansgar, Leonard, Konstantin, Nikola und Sarah werden, wie in Abschnitt 3.7 aufgeführt, bedacht und erhalten zudem lebenslanges Wohnrecht auf Königsbrunn. Und? Was sagt Fabian? Ah, wenn die gesamte Familie umsiedelt, ist er dabei. Vorausgesetzt, er findet auch eine Stelle. Cool. Und wenn du uns dann noch öfter bekochst, schmeckt echt super. Danke. Arno, komm in die Küche. Es gibt eine Überraschung und noch besseres Essen. Wie war's bei Elisabeth? Wie sieht's denn hier aus? Kein Bier mehr da? Auf der Theke. Ich gehe gleich zum Bütchen. Danke. Muss bestimmt sehr schwer für dich gewesen sein. Geht nicht um mich. Elisabeth, sie ist... macht mir Angst. Du machst das wirklich toll als Kindermädchen. Er ist so ein süßer Junge. Und er liebt Himbeerquark. Sarah, darf ich dich was fragen? Natürlich. Wir machen uns alle so große Sorgen um den Grafen. Glaubst du, es gibt noch Hoffnung? Entschuldige bitte.
Ja, sein Name ist Rüdiger Hochstetter. Er hält sich in Chiang Mai auf, in einem der großen Tempel. Richtig. Ja, und dann bereichern Sie sein Gepäck doch mal um, sagen wir, 100 Gramm Marihuana. Ja, und sorgen Sie doch bitte dafür, dass auch die richtigen Leute davon erfahren. Ja, natürlich wird das unangenehm für ihn, aber genau das ist der Sinn der Übung. Tja, dann wird sich der Herr Papa doch ziemliche Sorgen machen. Der Graf war so ein wunderbarer Mensch. Hatten wir nicht abgesprochen, dass wir mit niemandem darüber reden? Auch nicht mit dem Personal? Ja, was ist, gehen Sie. Bringen Sie Hannes den Nachtisch. Wie kannst du behaupten, Johannes wäre tot? Entschuldige, Da aber... gibt's nichts zu entschuldigen. Johannes lebt, hast du mich verstanden? Und jetzt lass mich allein. Tja, Vater, dein letzter Wille ist nicht mein letzter Wille. Asche zu Asche, Vater. Staub zu Staub.